Du hältst einen Bleistift in der Hand, drückst ihn leicht auf ein Blatt Papier und ein schwarzer Strich erscheint. Der Graphit in der Mine hat eine Mooshärte von gerade einmal 1 bis 2, so weich, dass dein Fingernagel ihn zerkratzen könnte. Jetzt stell dir daneben einen Diamanten vor. Härte 10. Das absolute Maximum der Skala. 140 mal härter als Saphir oder Rubin. Und hier kommt der Schock. Beide Materialien bestehen aus exakt demselben Element. 100% reiner Kohlenstoff. Keine Beimischung, keine Verunreinigung. Dieselben Atome, dieselbe chemische Formel und doch schreibt das eine auf Papier, während das andere Stahl durchschneidet. Wie kann dasselbe Atom zwei völlig gegensätzliche Materialien erzeugen? Willkommen beim Kern der Dinge. Kohlenstoff ist das vielseitigste Element im gesamten Periodensystem. Unter der Ordnungszahl 6 versteckt sich ein Atom, das die Grundlage allen bekannten Lebens bildet, von der DNA in deinen Zellen bis zur Kohle im Grill. Kein anderes Element kann so viele unterschiedliche Strukturen mit sich selbst bilden. Chemiker nennen dieses Phänomen Allotropie. Ein einziges Element formt völlig verschiedene Kristallgitter und jede dieser Anordnungen erzeugt ein Material mit radikal anderen Eigenschaften. Graphit, Diamant, Fullerene, Graphen, amorpher Kohlenstoff, alle bestehen nur aus C-Atomen. Im Jahr 1772 bewies der französische Chemiker Antoine Lavoisier in Paris durch Verbrennungsversuche, dass ein Diamant beim Erhitzen zu reinem Kohlendioxid verbrennt. Es war der erste Beweis, dass Diamanten keine mystischen Edelsteine sind, sondern Kohlenstoff in Reinform. Diese Entdeckung veränderte das Verständnis der Materie grundlegend. Ohne die Allotropie des Kohlenstoffs gäbe es weder Leben noch moderne Technologie. Die Bleistiftmine in deiner Schublade, der Akku in deinem Smartphone, der Bohrkopf in der Industrie, die Nanoröhren in der Raumfahrt, alles derselbe Stoff. Aber was genau passiert auf atomarer Ebene, dass diese Verwandlung stattfindet? Im Diamanten zeigt sich die Perfektion einer geometrischen Ordnung, die fast mathematisch wirkt. Jedes einzelne Kohlenstoffatom bindet sich mit exakt 4 Nachbaratomen. Nicht 3, nicht 5, immer 4. Diese 4 Bindungen spannen sich im Raum auf wie die 4 Arme eines gleichmäßigen Tetraeders mit einem Bindungswinkel von präzise 109,5 Grad zwischen jedem Armpaar. Chemiker bezeichnen diese Konfiguration als sp3-Hybridisierung. Der amerikanische Chemiker Linus Pauling beschrieb 1931 an der Caltech in Pasadena diese Hybridorbitale mathematisch und erhielt dafür später den Nobelpreis. Im Ergebnis entsteht ein dreidimensionales Netzwerk, in dem jedes Atom fest in alle Raumrichtungen verankert ist. Stell dir ein Gerüst vor, in dem jeder Knotenpunkt mit 4 starren Streben gleichzeitig in alle Richtungen zieht. Es gibt keine Schwachstelle, keine Gleitebene, keinen Weg, auf dem sich die Struktur verschieben könnte. Um einen Diamanten zu brechen, müsste man Millionen kovalenter Bindungen gleichzeitig aufreißen. Und jede dieser Bindungen gehört zu den stärksten, die die Chemie kennt, mit einer Bindungsenergie von rund 348 Kilojoule pro Mol. Doch diese atomare Perfektion hat eine zweite Konsequenz, die oft übersehen wird. Alle 4 Valenzelektronen jedes Kohlenstoffatoms sind in diesen starren sp3-Bindungen fixiert. Nichts bleibt übrig. Kein freies Elektron kann sich durch das Gitter bewegen, keine Ladung kann fließen. Und genau deshalb isoliert ein reiner Diamant den elektrischen Strom fast perfekt, obwohl er aus demselben Element besteht wie die Elektrode in deiner Taschenlampenbatterie. Die Härte und die elektrische Isolierung sind 2 Gesichter derselben atomaren Wahrheit. Totale Bindung, keine Bewegung. Doch Graphit hat dieselben Atome. Warum bricht seine Struktur so leicht? Der Unterschied beginnt mit einer einzigen fehlenden Bindung. Im Graphit verbindet sich jedes Kohlenstoffatom nicht mit 4, sondern nur mit 3 Nachbarn. Diese 3 Bindungen liegen exakt in einer Ebene und formen regelmäßige Sechsecke, perfekte Hexagone, aneinandergereiht wie eine atomare Honigwabe. Chemiker nennen diesen Bindungstyp sp2-Hybridisierung. Innerhalb einer solchen Schicht ist Graphit sogar bemerkenswert stabil, die Bindungen in der Ebene gehören zu den stärksten der Chemie. Das Problem liegt zwischen den Schichten. Während 3 Valenzelektronen in die sp2-Bindungen fließen, bleibt das 4. Elektron übrig. Es wandert frei zwischen den Ebenen, delokalisiert über die gesamte Schicht. Deshalb leitet Graphit elektrischen Strom, deshalb glänzt er metallisch, deshalb wird er als Elektrodenmaterial in jeder Lithium-Ionen-Batterie verbaut. Doch dieselben freien Elektronen halten die Schichten nur über schwache Van-der-Waals-Kräfte zusammen. Diese intermolekularen Kräfte sind rund 100 Mal schwächer als die kovalenten Bindungen innerhalb der Schichten.
Und genau das ist das Problem. Wenn du mit einem Bleistift über Papier streichst, brichst du keine chemischen Bindungen. Du schiebst lediglich ganze Graphenebenen übereinander weg, wie Spielkarten in einem Stapel. Ein winziger Druck reicht aus und Millionen von Schichten lösen sich von ihrem Verband und bleiben auf der Papierfaser kleben. Der französische Geologe Jacques-Louis de Bournon beschrieb 1801 in London erstmals systematisch diese Schichtstruktur, lange bevor die Röntgenbeugung sie 1924 endgültig bestätigte. Derselbe Effekt macht Graphit zu einem exzellenten Trockenschmierstoff. Die Schichten gleiten fast reibungsfrei aneinander. Weichheit und Leitfähigkeit, Schreiben und Schmieren, alles Folgen einer einzigen fehlenden vierten Bindung. Aber unter welchen Bedingungen entsteht eigentlich welche Form? Die Antwort liegt tief unter deinen Füßen. Natürliche Diamanten bilden sich nicht an der Erdoberfläche, sondern in einer Tiefe von 150 bis 200 Kilometern im oberen Erdmantel. Dort herrschen Temperaturen zwischen 900 und 1300 Grad Celsius und ein Druck von 45.000 bis 60.000 Bar, das 45.000-fache des Luftdrucks, den du jetzt in diesem Moment auf deiner Haut spürst. Unter diesen extremen Bedingungen wird der Kohlenstoff regelrecht in seine tetraedrische Struktur gepresst. Die Atome haben keine andere Wahl, als sich in die dichteste, energetisch günstigste Anordnung zu zwängen. Und dann muss etwas Dramatisches passieren. Der Diamant muss schnell genug an die Oberfläche transportiert werden, bevor er sich wieder in Graphit umwandeln kann. Dieser Transport geschieht durch sogenannte Kimberlite-Eruptionen, vulkanische Durchbrüche, die mit Überschallgeschwindigkeit aus dem Mantel in die Kruste schießen. Die meisten Diamanten, die heute gehandelt werden, sind zwischen 1 und 3 Milliarden Jahre alt. Hier kommt die paradoxe Wahrheit. Bei Normaldruck und Raumtemperatur ist nicht der Diamant die stabile Form des Kohlenstoffs, sondern Graphit. Jeder Diamantring an einer Hand in Berlin, München oder Hamburg ist thermodynamisch ein metastabiler Zustand, er wandelt sich langsam in Graphit um. Allerdings so langsam, dass es astronomische Zeiträume dauert. 1954 gelang dem Team um Howard Tracy Hall bei General Electric in Schenectady, New York, erstmals die synthetische Diamantherstellung. Mit einer Presse, die 100.000 Bar bei 2000 Grad Celsius erzeugte, verwandelten sie Graphit in einen kleinen, aber echten Diamanten. Heute produzieren Länder wie China und Indien Milliarden synthetischer Karat jährlich, entweder über das klassische HPHT-Verfahren oder die CVD-Methode, bei der Kohlenstoffatome aus einem Methangas auf einem Substrat Schicht für Schicht abgeschieden werden. Diese unterschiedlichen Strukturen haben massive Konsequenzen für unsere Welt. Jeder Bohrkopf, der Beton, Granit oder gehärteten Stahl zersparen muss, trägt heute eine Diamantbeschichtung. In der Halbleiterindustrie schneiden diamantbesetzte Drähte Siliziumwafer mit Mikrometerpräzision. Chirurgen verwenden Diamantskalpelle, deren Klingen schärfer sind, als jede Stahlschneide sein könnte, weil kein freies Elektron sich bewegen kann. Dieselbe Eigenschaft, die Diamant elektrisch isolieren lässt, macht ihn zum ultimativen Schneidwerkzeug. Auf der anderen Seite, Graphit ist die Grundlage fast jeder modernen Energiespeicherung. Die Anode jedes Lithium-Ionen-Akkus in Elektroautos, Smartphones und Laptops besteht aus Graphit, zwischen dessen Schichten die Lithium-Ionen eingelagert werden. 2004 isolierten die Physiker André Geim und Konstantin Novoselov an der Universität Manchester mit einem simplen Klebestreifen eine einzelne Graphenlage, ein Atom dick, aber 200 Mal stabiler als Stahl und elektrisch leitfähiger als Kupfer. Sie erhielten 2010 den Nobelpreis für Physik. Seither eröffnen Kohlenstoff-Nanoröhren, Fullerene und dotierter Diamant völlig neue Felder. Von ultraschnellen Transistoren bis zu Quantensensoren, die Magnetfelder einzelner Zellen vermessen können. Dasselbe Atom, 2 Architekturen, ein ganzer Industriezweig. Die Kohlenstoffrevolution hat gerade erst begonnen. Zurück zum Bleistift in deiner Hand und dem Diamanten hinter der Juweliervitrine. Dieselben 6 Protonen, dieselben 6 Elektronen, dieselbe Masse pro Atom. Was sie trennt, ist nicht die Materie selbst, sondern die Geometrie ihrer Bindung. Ein Winkel von 109,5 Grad gegen eine flache Ebene, 4 Nachbarn gegen 3, ein Tetraeder gegen eine Wabe. Die makroskopische Welt, die du mit den Augen siehst, ist immer nur die Übersetzung einer atomaren Ordnung, die du nie direkt wahrnehmen wirst. Härte, Leitfähigkeit, Glanz, Weichheit, all das sind keine Eigenschaften der Atome, sondern ihrer Anordnung. Wer das einmal verstanden hat, blickt anders auf einen Bleistiftstrich und anders auf einen Edelstein.
Manchmal ist der Unterschied zwischen dem härtesten und dem weichsten der Welt nur eine einzige Bindung. Und genau das ist der Kern der Dinge.